Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir spanisches, traditionelles, leckeres und das ist auch sehr einfach zuzubereiten. Das hier ist die spanische Tortilla oder das spanische Omelette, die klassische Variante. Wie es geht, zeige ich euch jetzt, also bleibt dabei. Für das spanische Omelette brauchen wir die Kartoffeln, Frühlingszwiebel, Eier, Gewürze, Salz und Pfeffer und Olivenöl zum Anbraten. Und der erste Schritt wäre dann die Kartoffeln und die Frühlingszwiebel klein schneiden. Die Kartoffel schneide ich erstmal in Scheiben, etwa 1 cm breit. Und nachher dann schneide ich auch längs 5 cm. So sollten die Stücke aussehen. Die habe ich jetzt fertig geschnitten, die kommen in eine Schale. Und dann schnibbel ich weiter an dem Lauchzwiebel. Ich schneide erstmal jetzt die trockenen Stücke ab und dann schneide ich das auch klein, in kleine Ringe. Und gleich weine ich, wie immer, wenn ich Zwiebel schneide. So, heute bin ich fertig mit Schnibbeln, weil da nicht so viel zu schneiden war. Und es geht weiter am Herd jetzt. Ich gebe jetzt reichlich Olivenöl in eine Pfanne rein. Die Kartoffeln müssen sozusagen im Öl schwimmen. Das Öl ist jetzt warm. Ich gebe schon die Kartoffeln rein. So, ihr Lieben, als nächstes dann, jetzt sind es etwa 10 Minuten um und dann gebe ich jetzt die Lauchzwiebel zu den Kartoffeln. Auch ein bisschen Salz und Pfeffer noch dazu. Vermengen. Ja, und die Temperatur ist immer noch niedrig. Wir dürfen nicht zu heiß anbraten, nur so leicht garen lassen. Dann kommt der Deckel noch drauf und dann lasse ich noch etwa 3 bis 4 Minuten noch zusammen garen. Jetzt ist es soweit. Die Kartoffeln und die Lauchzwiebeln haben jetzt etwa 15 Minuten gebraucht. Jetzt trenne ich die Kartoffeln vom Öl. Dafür nutze ich ein Sieb. Dann lasse ich hier abtropfen und abkühlen, etwa 4 bis 5 Minuten. Und in der Zwischenzeit dann kümmere ich mich um die Eier. Ich gebe die Eier in eine Schüssel rein. Ein bisschen Salz dazu. Und dann schlage ich feste mit einem Schneebesen. Die Eiermasse muss so richtig luftig werden. Puh, fertig. Harte Arbeit. Jetzt gebe ich hier die Kartoffeln und die Lauchzwiebel dazu. Dann gut vermengen. Und dann lasse ich hier so 3 bis 4 Minuten ziehen. Jetzt brauchen wir wieder die Pfanne und ein bisschen Öl, etwa 2 Esslöffel Öl gebe ich rein. Wenn das Öl heiß ist, dann kommt die Tortilla-Masse in die Pfanne rein. Jetzt lasse ich die Tortilla garen, aber auf mittlere Hitze, dass das nicht verbrennt. Und es wird erst gedreht, dann, wenn die Oberfläche schon fest ist. Und um das hinzubekommen, dann kommt auch ein Deckel, die Pfanne drauf. Ja, und jetzt brauchen wir ein bisschen Geduld und immer wieder gucken, dass das nicht anbrennt. Jetzt kommt das interessanteste Teil natürlich, das Drehen.
Und das ist schon eine Kunst an sich. Ich versuche jetzt ein bisschen mir einfacher zu machen. Ich nehme so einfach den Boden von Springform und versuche es. Ich hoffe, es gelingt mir. So, dann wünscht mir Glück. Eins, zwei, drei. Okay. So, dann habe ich dann das ganze Öl jetzt auf dem Blech und dann hopp, wieder rein. Geschafft! Juhu. Kein Unfall passiert. So, jetzt lasse ich noch 2-3 Minuten braten und es sieht schon richtig braun, knusprig, lecker aus. Freue mich schon. Et voilà, die leckere Tortilla ist jetzt fertig und ich freue mich schon gleich zu servieren. Und vor allem bin ich richtig glücklich, dass es mit dem Drehen gut geklappt hat. Ihr Lieben, liked, wenn es euch gefallen hat, kommentiert. Diejenigen, die neu dabei sind, auf den roten Button drücken und seid bei dem nächsten Video dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi. Und jetzt mache ich die Kostprobe und dann sage ich euch, wie es schmeckt. Oh, so lecker. Saftig. Einfach empfehlenswert.